Hallöchen ihr Lieben und willkommen. Für dieses Stola werde ich mit einer 4er Nadel und einem vierfädigen Farbverlaufsbobel häkeln. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unter dem Video in der Infobox. Meine Stola wird in etwa 1,90 Meter x 45 cm haben und dafür habe ich 272 feste Maschen angeschlagen. Wenn ihr eine andere Größe haben wollt, dann könnt ihr jetzt entweder mit einer Luftmaschenkette beginnen, diese anschlagen, so groß wie eure Stola oder eure Schal werden soll, durchzählen und die Maschenanzahl sollte teilbar durch 17 sein. Und wenn ihr das habt, dann kommen wir nun zum Muster. Ich beginne bei meiner Stola mit einer Reihe festen Maschen als Basisreihe. Ihr könnt aber auch mit einer Luftmaschenkette beginnen. Diese ist natürlich nicht so genau. Für die festen Maschen häkel ich 2 Luftmaschen, gehe in die erste Masche zurück, hole den Faden durch, ziehe beide Schlaufen auf gleiche Höhe, häkel erst eine Schlaufe ab, das ist der Boden, auf dem die Masche steht, und dann durch 2, wie man es kennt, für eine feste Masche. Jetzt haben wir hier eine komplette Masche, die sich gebildet hat, und stechen unten in die Masche ein, 2 Schlaufen auf der Nadel, holen den Faden durch, ziehen wieder beide Schlaufen auf gleiche Höhe, das ist wichtig, damit die Kette schön elastisch bleibt, durch eine Schlaufe für den Boden, auf dem die Masche steht, und durch 2 für eine feste Masche. So, und jetzt haben wir schon 2 feste Maschen gehäkelt und sparen uns dann so Hin- und Rückreihe. Nächste gebildete Masche einstechen, Faden holen, durchziehen, beide Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine und durch 2. Nächste gebildete Masche, Faden holen, durchziehen, beide Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine und durch 2. Nächste gebildete Masche, komplett einstechen, Faden holen, beide Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine und durch 2. So, und so häkel ich jetzt für meine Stola eine Kette aus 272 festen Maschen. Zur Reihe 1. Der Anfang beginnt mit einer Wendeluftmasche und einer festen Masche direkt am Anfang. Danach machen wir eine Luftmasche, eine Masche freilassen und in die zweite eine feste Masche, sodass wir einen Mini-Bogen haben. 4 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und in die vierte eine feste Masche. Nun kommt ein großer Bogen, wo gleich das erste Muster reinkommt. Dazu häkeln wir 5 Luftmaschen, lassen 4 frei und stechen in die 5. ein und häkeln eine feste Masche, sodass wir einen kleinen Bogen haben mit einer freien Masche, einen mittleren Bogen mit 3 freien Maschen und einen großen Bogen mit 4 freien Maschen. Danach folgen wieder mittlere Bögen. 4 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und in die vierte eine feste Masche. 4 Luftmaschen, 3 freilassen, in die vierte eine feste Masche. 4 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und in die vierte eine feste Masche. So, und so haben wir dann ab dem großen Bogen 3 mittlere Bögen. Danach kommt jetzt wieder ein großer Bogen. Dafür 5 Luftmaschen, 4 freilassen und in die 5. eine feste Masche. Danach folgen wieder 3 mittlere Bögen. 4 Luftmaschen, 3 freilassen und in die 4. eine feste Masche. 4 Luftmaschen, 3 freilassen, in die 4. eine feste Masche. 4 Luftmaschen, 3 freilassen und in die 4. wieder eine feste Masche.
Und nun wieder ein großer Bogen, 5 Luftmaschen, 4 Maschen freilassen und in die 5. eine feste Masche. Und nun müssen wir wie am Anfang einen mittleren Bogen mit 4 Luftmaschen, 3 freilassen und in die 4. eine feste Masche häkeln und danach eine Luftmasche, wenn ihr am Ende eurer Reihe angekommen seid, eine Luftmasche und wieder eine feste Masche am Ende. So, die Luftmasche habe ich schon und eine feste Masche am Ende. Und das war die erste Reihe. Wir gehen nochmal durch. Also wir beginnen mit einem Mini-Bogen am Anfang. Eine feste Masche, eine Masche freilassen, eine feste Masche, sodass wir einen kleinen Mini-Bogen haben. Danach folgt ein mittlerer Bogen. Bei dem machen wir 4 Luftmaschen, stechen in die 4. ein und lassen 3 frei. Danach kommt der erste große Bogen, wo das Hauptmuster nachher reinkommt. Dort häkeln wir 5 Luftmaschen, lassen 4 frei, also quasi immer eine weniger. Hier sind 4 Luftmaschen, da bleiben 3 frei und hier sind 5 Luftmaschen für den großen Bogen, da bleiben 4 frei. Nach dem großen Bogen müssen dann 3 mittlere Bögen entstehen. Das heißt jeweils 4 Luftmaschen und 3 Maschen dazwischen freilassen, immer in die 4. einstechen. Dann kommt wieder ein großer Bogen, dann wieder 3 mittlere Bögen, ein großer Bogen und wenn ihr dann am Ende angekommen seid, ein mittlerer Bogen und ein Mini-Bogen. Das heißt feste Masche, Luftmasche, feste Masche. Und dann haben wir die erste Reihe soweit schon mal fertig. In der zweiten Reihe beginnen wir wieder mit einer festen Masche in die feste Masche der Vorreihe. Danach kommt ein mittlerer Bogen aus 4 Luftmaschen und diesen stechen wir in den mittleren Bogen der Vorreihe in die Mitte ein. Stecht hier bitte in die Kette rein, nicht um die Kette, da sich sonst später das ganze Muster verschiebt und gruselig aussieht. So bleibt alles an seiner Stelle und ihr habt nachher ein wunderschönes Muster. Jetzt haben wir hier den großen Bogen. In diesen häkeln wir nun, ohne dass wir irgendwelche Luftmaschen häkeln, direkt 5 Stäbchen um die Kette herum. 1, 2, 3, 4 und 5. Dann machen wir eine Luftmasche und nochmal 5 Stäbchen um die Kette herum. 1, 2, 3, 4 und 5. Das Ganze fixieren wir dann wieder im ersten Bogen mit einer festen Masche. Und nun müssen wir aus 3 mittleren Bögen 2 machen. Dazu 4 Luftmaschen. In die Mitte des ersten Bogens eine feste Masche. Hier wieder in die Kette einstechen. 4 Luftmaschen. Zweiter Bogen in die Mitte. Eine feste Masche. Und als nächstes haben wir hier jetzt wieder unseren großen Bogen, ohne dass wir eine Luftmasche oder so häkeln, direkt um die Kette herum 5 Stäbchen, 2, 3, 4 und 5, eine Luftmasche und nochmal 5 Stäbchen um die Kette herum. 2, 3, 4 und 5. Und im ersten Bogen in die Mitte mit einer festen Masche schließen. Nun wieder 2 Bögen, 2 mittlere,
4 Luftmaschen, in den ersten Bogen eine feste Masche. 4 Luftmaschen, im zweiten Bogen eine feste Masche. Danach kommt wieder ein großer Bogen und in diesen häkeln wir 5 Stäbchen. Eine Luftmasche und 5 Stäbchen. Das Ganze wieder in dem nächsten Bogen in der Mitte mit einer festen Masche fixieren und dann wie am Anfang 4 Luftmaschen und in die feste Masche am Ende von der Vorreihe mit einer festen Masche die Reihe beenden. Das war Reihe 2 und eigentlich recht leicht zu merken. Am Anfang ein Bogen, dann die große Basis in den großen Bogen, dazwischen 2 mittlere nur noch und das Ganze bis zum Ende. Kommen wir zu Reihe 3. Bei Reihe 3 beginnen wir wieder mit einer festen Masche und einem kleinen Bogen. Eine Luftmasche und in die Mitte des mittleren Bogens eine feste Masche. Als nächstes kommen 3 Luftmaschen und nun müssen wir alle 5 Stäbchen gemeinsam abmaschen. Ich steche also in das erste Stäbchen ein, verwechselt das nicht hier mit diesem Bogen und häkel nur mit 2 Schlaufen ein halbes Stäbchen ab. Umschlag, nächstes Stäbchen, 2 Schlaufen, Umschlag, nächstes Stäbchen, 2 Schlaufen, Umschlag, nächstes Stäbchen, 2 Schlaufen und Umschlag, letztes Stäbchen, 2 Schlaufen. Nun habe ich 2, 4, 6 Schlaufen auf der Nadel und häkel diese gemeinsam ab. Umschlag, in die Mitte 5 Stäbchen um die eine Luftmasche herum. Und die letzten 5 Stäbchen auch wieder alle gemeinsam abmaschen. Erstes Stäbchen, vorher ein Umschlag, 2 Schlaufen, Umschlag, zweites Stäbchen, 2 Schlaufen, Umschlag, drittes Stäbchen, 2 Schlaufen, Umschlag, viertes Stäbchen, 2 Schlaufen und Umschlag, fünftes Stäbchen, 2 Schlaufen. 6 auf der Nadel und alle gemeinsam abmaschen. Danach 3 Luftmaschen und in den ersten Bogen eine feste Masche. Nun beginnt hier das neue Muster, das heißt, hier kommt ein großer Bogen hin. 5 Luftmaschen, nächster Bogen, in die Mitte einstechen, eine feste Masche, 3 Luftmaschen und von den 5 Stäbchen wieder alle halb abhäkeln und gemeinsam abmaschen. 2, 3, 4, 5. Als nächstes einen Fächer aus 5 Stäbchen um die eine Luftmasche, also in das Löckchen in der Mitte. Und die 5 Stäbchen danach wieder alle gemeinsam abmaschen. 1, 2, 3,
Schlaufen auf der Nadel und alle gemeinsam. 3 Luftmaschen, in die Mitte des Bogens eine feste Masche, dann wieder die Basis schaffen für die nächste große Musterfolge, indem wir hier 5 Luftmaschen häkeln, eine feste Masche in den nächsten Bogen, 3 Luftmaschen und dann wieder die 5 Stäbchen gemeinsam abmaschen. In die Mitte um die Luftmasche herum 5 Stäbchen häkeln. Und die letzten 5 Stäbchen gemeinsam abhäkeln. Drei Luftmaschen und am Ende in den Bogen eine feste Masche, eine Luftmasche und in die feste Masche am Ende eine feste Masche, so dass wir Anfang und Ende gleich haben. Zur Reihe 4. Bei Reihe 4 beginnen wir nun mit einem halben Fächer von dem großen Muster. Wir machen 3 Steigeluftmaschen, die ersetzen das erste Stäbchen und häkeln 4 Stäbchen in das kleine Löckchen von dem Mini-Bogen. 2, 3 und 4. So haben wir optisch 5 Stäbchen und quasi hiervon die Hälfte. Das Ganze wird mit einer festen Masche in dem Bogen fixiert. Danach arbeiten wir nun die Spitze aus, indem wir 5 Luftmaschen häkeln und von dem 5er Fächer in der Mitte alle 5 Stäbchen gemeinsam abmaschen. Dann wieder 5 Luftmaschen. In den ersten Bogen, also in die 3 Luftmaschen in die Mitte einstechen und eine feste Masche häkeln. Dann haben wir jetzt den großen Bogen. Dort gehen wir ohne Luftmaschen direkt hinein und häkeln wieder die Basis mit 5 Stäbchen. Luftmasche und nochmal 5 Stäbchen. Das Ganze fixieren wir dann in den 3 Luftmaschen in der Mitte mit einer festen Masche, 5 Luftmaschen und arbeiten dann die Spitze aus, indem wir die 5 Stäbchen wieder gemeinsam abmaschen. Da ist das erste. 1, 2, 3, 4, 5. Alle gemeinsam. 5 Luftmaschen. 3 Luftmaschen in der Mitte wieder mit einer festen Masche,
Dann kommt wieder ein großer Bogen, in den häkeln wir 5 Stäbchen. Eine Luftmasche und 5 Stäbchen hinein. Das Ganze fixieren wir wieder mit einer festen Masche in den 3 Luftmaschen in der Mitte. Dann folgen wieder 5 Luftmaschen. Dann arbeiten wir die Spitze wieder aus. Müssen wir schauen, wo ist das erste Stäbchen? Da. 1, 2, 3, 4 und 5. Alle gemeinsam. 5 Luftmaschen mit einer festen Masche fixieren. Und am Ende der Reihe häkeln wir dann wieder in das kleine Löckchen einen halben Bogen, indem wir dort 4 Stäbchen hineinhäkeln, so wie am Anfang. Und das Endstäbchen in die feste Masche der Vorreihe. Und fertig ist Reihe 4. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen. Die ersetzen das erste Stäbchen. Und direkt in die erste Masche nochmal ein zusätzliches Stäbchen. Das ist der halbe Fächer, Moment, von diesem hier in der Mitte, von dem 5er-Fächer. Danach machen wir einen Umschlag und häkeln alle Stäbchen zusammen. 1, 2, 3 und 4. Dann haben wir quasi hier, von hier bis hier die Hälfte. Danach machen wir 3 Luftmaschen, fixieren das Ganze in die Mitte des ersten Bogens. Danach müssen wir einen großen Bogen wieder häkeln, um die nächste Basis zu schaffen aus 5 Luftmaschen. Das Ganze wird im nächsten Bogen fixiert. Dann 3 Luftmaschen. Und dann werden wieder die nächsten 5 Stäbchen gemeinsam zusammengehäkelt. Also 5 gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Dann ein Fächer aus 5 Stäbchen in die Mitte, um die Kette herum. Fünf gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Drei Luftmaschen, das Ganze im ersten Bogen fixieren mit einer festen Masche. 5 Luftmaschen, um die Basis zu schaffen, also einen großen Bogen. Den fixieren wir in den nächsten wieder mit einer festen Masche. 3 Luftmaschen, die 5 Stäbchen wieder gemeinsam abmaschen.
einen Fächer aus 5 Stäbchen um die Luftmasche in das Löckchen häkeln. Fünf gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Drei Luftmaschen. Das Ganze wieder in der Mitte der Kette mit einer festen Masche fixieren. 5 Luftmaschen. Nächste Kette, eine feste Masche. 3 Luftmaschen. Und am Ende der Reihe die 4 Stäbchen gemeinsam abmaschen. 3 und 4. Und so wie am Anfang 2 Stäbchen seitlich in die Steigeluftmasche häkeln. Das war Reihe 5. Letzten Reihe, und zwar Reihe 6. Das ist hier die Reihe 2. Nur mit dem Unterschied, dass wir in Reihe 6 hier die Spitze ausarbeiten. Und in Reihe 2 hatten wir nur einen großen Bogen als Basis. Ansonsten wiederholt sich jetzt dann immer Reihe 6, die eigentlich Reihe 2 ist, bis halt auf diese eine Spitze, die hier fehlt, die wird hier nun drauf gehäkelt. Wir beginnen Reihe 6 mit 2 Steigeluftmaschen, da wir die beiden Stäbchen der Vorreihe, die wir in die letzte Masche gehäkelt haben, gemeinsam abmaschen müssen. Das heißt, wir machen einen Umschlag, nehmen uns die erste Masche, häkeln diese mit 2 Schlaufen ab und dann die 2 Schlaufen gemeinsam. Und dann haben wir die beiden schon mal weg. Dann machen wir 5 Luftmaschen und stechen in die erste kleine Kette ein und machen eine feste Masche. Jetzt haben wir hier wieder einen großen Bogen, die Basis für unser Muster, und häkeln dort 5 Stäbchen hinein. Dann eine Luftmasche und nochmal 5 Stäbchen. Das Ganze fixieren wir mit einer festen Masche in diesem kleinen Bogen, also in diesen 3 Luftmaschen. Danach 5 Luftmaschen und die Spitze ausarbeiten. Da schauen wir, wo das erste Stäbchen ist, und häkeln die 5 Stäbchen des Fächers gemeinsam ab. Danach wieder 5 Luftmaschen und in dem ersten kleinen Bogen mit einer festen Masche fixieren. Dann kommt der große Bogen, dort kommen wieder 5 Stäbchen hinein. Eine Luftmasche und 5 Stäbchen. Das fixieren wir wieder in den kleinen Bogen, die aus 3 Luftmaschen bestehen, mit einer festen Masche in die Mitte. 5 Luftmaschen. Dann wieder die Spitze ausarbeiten.
indem wir die 5 Stäbchen gemeinsam abmaschen. Luftmaschen in der Mitte des kleinen Bogens fixieren, dann wieder ein großer Bogen, dort häkeln wir direkt 5 Stäbchen hinein, eine Luftmasche und nochmal 5 Stäbchen. Kleinen Bogen mit einer festen Masche fixieren, 5 Luftmaschen und die letzten beiden Stäbchen, einen Umschlag in das vorletzte Stäbchen einstechen, 2 Schlaufen abhäkeln, Umschlag, die Steigeluftmaschen der Vorreihe nehmen, 2 Schlaufen abhäkeln und dann alle 3 Schlaufen gemeinsam. So haben wir dann diese auch gemeinsam abgemascht. Und fertig ist dieses Muster. Eigentlich recht simpel, wie schon gerade gesagt. Reihe 2 ist jetzt die letzte Reihe 6, außer dass wir hier halt keinen Fünferfächer haben, den wir gemeinsam abgemascht haben, sondern hier die Spitze ausarbeiten. Ansonsten bleibt alles gleich und wiederholt sich. Als nächstes kommt jetzt wieder Reihe 3 und so weiter. Zurück, so sieht das Ganze aus nach 45 cm Höhe, nur glatt gestrichen. Wenn ich das Ganze dämpfen würde oder aber spannen, käme ich wahrscheinlich auf 50 cm. Daher habe ich jetzt auch nur 45 angegeben. Und das Ganze dann auf 1,90 Meter Länge bei 272 festen Maschen, Nadelstärke 4. So, und jetzt zeige ich euch das Endergebnis noch an der Puppe. Bis gleich. Und so sieht das Schmuckstück aus. 45 breit, 1,90 Meter lang. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen. Wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos. Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln und hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.